Hallo Klaus. Hallo Hanna. Tut mir leid, dass ich dich störe, aber hättest du vielleicht ein bisschen Butter für mich? Ich bring sie dir morgen gleich wieder, wenn ich zum Einkaufen gehe. Klar, Klaus. Ich kann dir sogar ein ganzes Stück geben. Ich habe genug. Super, Hanna. Danke. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Hanna ist gerade wieder in der Küche, als es schon wieder klingelt. Diesmal ist es ihr Nachbar Herr Bugel. Guten Abend, Herr Bugel. Guten Abend, Frau Weber. Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber ich hätte eine große Bitte. Morgen fahre ich für 2 Tage nach Hamburg und muss meine Katze allein lassen. Wären Sie so nett und würden Sie ihr bitte morgens und abends je eine halbe Dose fressen geben? Natürlich, Herr Bugel. Das mache ich doch gern für Minka. Danke, Frau Weber. Und hier ist der Wohnungsschlüssel. Jetzt habe ich aber Hunger. Hanna setzt sich gerade an den Tisch, als es wieder klingelt. Ach, wer ist denn das schon wieder? Der Hausmeister, Herr Fresenius, steht vor der Tür. Ah, Herr Fresenius. Guten Abend. Was gibt's? Grüß Gott, Frau Weber. Sie haben doch Blumen auf dem Balkon. Da fallen immer Blätter und Blüten runter in den Hof, und ich muss das wegkehren. Ist gut, Herr Fresenius. Ich kümmere mich darum. Ich kehre das jeden Morgen selbst. In Ordnung? Na gut, wenn Sie das selbst machen wollen. Schon in Ordnung. Schönen Abend, Herr Fresenius. Schönen Abend auch, Frau Weber. Jetzt mache ich keine mehr auf, bis ich fertig gegessen habe. Fangen wir bei den Getränken an. Haben wir noch genug Tee und Kaffee? Tee sicher. Aber Kaffee? Ich schreibe mal eine Packung auf. Und Milch? Wie viel denkst du, brauchen wir? 6 Liter, oder? Na ja, vielleicht wollen auch manche Kakao trinken. Besser 8. Zucker haben wir genug. Und dann die Brötchen. Wart mal, wir sind 12, also vielleicht 30 Brötchen und 12 Brezen? Ist das nicht zu viel? Lieber 25 Brötchen, 12 Brezen und dann noch ein Baguette. Das können wir einfrieren, wenn es übrig bleibt. Gut. Dann Butter, Marmelade. Haben wir noch von der Marmelade, die deine Mutter gemacht hat? Ja, wir haben noch ein paar Gläser Erdbeermarmelade. Das reicht. Und Honig? Haben wir auch noch. Jetzt zu den salzigen Sachen. Wie sieht's mit Käse und Schinken aus? Ja, wir holen am besten am Käsestand auf dem Markt ein paar verschiedene Sorten, so 1 Pfund. Und vom Fleischer noch 300 Gramm rohen und 300 Gramm gekochten Schinken. Sollen wir eine Schüssel Müsli machen? Vielleicht besser eine Schüssel Obstsalat. Müsli und Joghurt können wir dann daneben stellen. Das mischt sich dann jeder selbst. Dann brauchen wir 1 Pfund Äpfel, Bananen und 500 Gramm Weintrauben. Und 10 Becher Joghurt. Ja. Haben wir noch genug Müsli? Ja, da ist noch eine ganz neue Packung. Haben wir dann alles? Orangensaft. 5 Flaschen Orangensaft. Gute Idee. Puh, jetzt habe ich Hunger. Komm, wir essen erst etwas und dann gehen wir einkaufen. Oh ja. Wenn man mit Hunger einkauft, kauft man immer viel zu viel. Hallo Abdullah. Wie geht's? Hallo, Hanna. Gut, dass ich Sie treffe. Ich würde Sie gerne etwas fragen. Klar.
Was möchten Sie wissen? Samstagabend sind meine Frau und ich bei unseren Nachbarn zum Grillen eingeladen. Das ist sehr nett, aber wir haben ein bisschen Angst, dass wir nicht alles richtig machen, denn wir waren noch nie bei einer deutschen Familie. Das verstehe ich gut. Womit fangen wir an? Wann sollen wir dort sein? Wir wollen nicht zu früh, aber natürlich auch nicht zu spät kommen. Also, bei uns ist eine Verspätung von bis zu 15 Minuten in Ordnung. Später sollte man nicht kommen. Aber zu früh ist unhöflich und ganz genau pünktlich stresst die Gastgeber auch ein bisschen. Ah, gut. Was können wir denn schenken? Wenn man jemanden noch nicht so gut kennt, ist es immer am besten, Blumen und eine Flasche Wein mitzubringen. Okay. Übrigens, zum Thema Wein. Wir trinken doch keinen Alkohol. Denken Sie, unsere Nachbarn verstehen das? Natürlich. Vielleicht haben Sie sogar schon daran gedacht und bieten Ihnen gar keinen Alkohol an. Und wenn nicht, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn Sie höflich ablehnen. Ach ja, das mit dem Anbieten und Ablehnen. Wie ist das hier? Also, am besten sagen Sie ziemlich direkt, was Sie möchten. Wenn Sie sagen, nein, danke, bietet es der Gastgeber vielleicht kein zweites Mal an. Er sagt höchstens, wirklich nicht? Und das ist dann Ihre letzte Chance. Gut zu wissen. Und die Kleidung, was ziehen wir am besten an? Ein Grillabend ist nicht so förmlich. Ziehen Sie doch das an, womit Sie sich am wohlsten fühlen. Eine letzte Frage noch. Wann sollen wir nach Hause gehen? Beim ersten Abend vielleicht so zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr. Aber ich denke, das merken Sie selbst am besten. Nun wünsche ich Ihnen einen netten Abend. Danke. Und Ihnen ein schönes Wochenende. Barbara? Ja, Max, grüß dich. Du hast dich aber gar nicht verändert. Du dich auch nicht, Barbara. Schön, dich zu sehen. Wie geht's denn so? Gut. Ich bin seit einem Jahr verheiratet. Und ich bekomme ein Baby. Wie schön. Gratuliere. Und? Hast du einen netten Mann? Ja, du kennst ihn sogar. Erinnerst du dich noch an Peter Weiß aus unserer alten Klasse? Peter. Ach ja, der Supersportler, oder? Seit wann seid ihr denn zusammen? Ach, schon seit der Uni. Und du, Max? Bist du noch solo? Ja, ich bin immer noch ledig. Ich habe 2 Jahre mit einer Frau zusammengelebt, aber vor einem Jahr haben wir uns getrennt. Wir haben einfach nicht zusammengepasst. Oh, das tut mir leid. Och, du, ich bin ganz glücklich so. Ich habe auch jetzt eine Freundin, aber das ist keine feste Beziehung. Jeder hat sein Leben und wir freuen uns einfach über die Zeit, die wir zusammen sind. Hast du noch Kontakt zu Isabel? Ja, wir sind immer noch gute Freundinnen und sehen uns oft. Ihr geht's auch gut. Vor einem Monat hat sie sich mit einem Piloten verlobt. Sowas. Ich treffe mich noch oft mit Florian. Der hatte doch so früh geheiratet. Schon mit 24 Jahren. Ja, und vor 2 Jahren hat er sich wieder scheiden lassen. Oh je. Geht's ihm denn jetzt gut? Ja, ich glaube, er ist ganz zufrieden. Weißt du was? Wir 4 sollten uns nächstes Wochenende mal wieder treffen. Wie wär's nächsten Samstag im Club? Gute Idee. Ich ruf Isabel an und du sagst Florian Bescheid. Bis dann, Max. Mach's gut, Barbara. Und bis nächsten Samstag. Hallo liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, fleißig liken, die Glocke zu aktivieren, damit Sie immer alle aktuellen und neuen Videos erhalten. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.